Heute haben wir eine sehr lange Etappe vor uns. Wir sind hier auf der Insel Šica und wollen das Kap Tainara runden. Das sind etwas mehr als 40 Meilen. Es ist momentan erst kurz nach 8 Uhr. Wir werden schauen, dass wir bis 9 aufgebrochen sind. Und nach einer ruhigen Nacht beginnt es bereits ein bisschen windig zu werden. Wir hoffen also, den Großteil der Etappe segeln zu können. Oh, in der Früh ganz kalt, nur 27 Grad. Ja, genau. Nur 27 Grad. Brrr. Wir haben ca. 15 Meter Landleine und das Quipp sind noch 1,3 Meter Wasser. Wir haben uns in diese kleine Bucht deswegen so weit reingequetscht, weil nur vor Anker liegen nicht möglich war. Wir hatten nur 20 Meter Kette draußen auf 4 Meter Tiefe und der Schwallradius nach links und rechts war aber so knapp, dass sich das nicht ausgegangen wäre. Deswegen haben wir gesagt, wir legen das Schiff mit der Landleine an einen fixen Platz, auch wenn der Wind jetzt von hinten kommt. Mach den Knoten auf, dann kann ich das Seil herziehen. Leicht Backbord hinter uns die Insel Šica, wo wir aufgebrochen sind. Das Groß, was wir bereits in der Bucht gesetzt haben, haben wir eine Meile später wieder runtergeholt, weil der Wind genau vom Backbord schräg von hinten kommt, sodass das Großsegel die Genua abgedeckt hat. Wir haben dann das Großsegel geborgen und können ohne Geschwindigkeitsverlust weiter Richtung Kap Tainara segeln. Der Wind hat jetzt schon ungefähr 10 bis 16 Knoten und wir segeln mit 4 Knoten, was ausreichend ist, dass wir Kap Tainara noch bei Tageslicht erreichen. Im Laufe des Tages soll dann der Wind noch etwas auffrischen. Ja, das sieht man, tut man relativ schnell sagen, gell? Wenn man so schaut, wie das vorbeifliegt. Auf der Landzunge die Stadt Coroni, an der Einfahrt in den Messenischen Golf, wo auch Kalamata liegt.
Wir segeln gerade an der Halbinsel Mani entlang, die sich kahl und fast ohne Vegetation hier in den Süden erstreckt. Kap Tainaron ist noch 10 Meilen vor uns und der Wind ist durchschnittlich bei 6 bevor, Spitzen bis 7. Und das jetzt schon seit mehreren Stunden. Ja, vor einer Viertelstunde habe ich das Steuer übernommen, nicht weil die Windfahne überfordert gewesen wäre, sondern weil der Kurs nicht genau einzustellen gewesen ist. Wir wären entweder aufs Land gefahren oder circa 1 Meile südlich vorbei. Und da wir jetzt schön langsam aus diesem Wellenchaos rauskommen wollen, habe ich mich ans Steuer gesetzt, sodass wir mit 1-2 Kabellängern das Kap Tainaron passieren können und dann relativ bald in den Wellenschatten kommen. Wir haben dann noch circa 1-2 Meilen bis in eine Bucht, wo wir dann die Nacht verbringen können. Momentan haben wir durchgehend 6 Beaufort. Das Squib macht circa 5 bis 5,5 Knoten und die Windanzeige ist jetzt gerade das erste Mal auf 30 raufgegangen. Momentan wieder 25. Die Fahne da oben gestanden. Da haben wir Gegenwind. Ja, Kap Tainaron gestern, das war wirklich eine Challenge. Wir hatten dann die Genua bereits das 2. Mal geräft und sind dann trotzdem mit ungefähr 5 bis 6 Knoten rund um das Kap. Der Windmesser hat ständig zwischen 25 und 30 Knoten gezeigt. 5 bis 6 Knoten die Fahrt des Bootes, der Wind kam von hinten, also hatten wir ungefähr 6 bis 7 Beaufort. Das war auch das, was angesagt war. Und leider waren wir dann genau beim Kap, als der Wind am stärksten war.
Wir sind dann noch nach dem Kap gleich in eine Bucht hinein, also nicht in die erste, sondern in die zweite. Die geht relativ weit hinein, ist dann ein enger Schlauch mit einem Kies- und Schotterstrand am Ende. Aber es war dort zu wenig Platz zum Ankern und freie Schwallen. Das Ganze war nicht mehr wie 30, 40 Meter breit. Und bei den Windböen, die da von den Bergen runtergefegt sind, war mir dann 20 Meter Ankerkette doch zu unsicher. Wir hatten zuerst noch 2 Landleinen ausgebracht, aber der Wind kam einmal von Steuerbord, einmal von Backbord und die Böen waren richtig stark bis 30 Knoten. Und ich habe mir dann vorgestellt, dass das in der Nacht nicht sehr angenehm wäre, falls der Anker nicht hält. Wir waren mit dem Heck knapp, also 4-5 Meter nur bis zum Ufer. Und um 7 Uhr am Abend haben wir gesagt, na, das lassen wir hier. Sind noch einmal Anker aufgegangen und dann nach Porto Carguillo Motor. Das waren dann noch 3,5 Meilen. Wie wir eingelaufen sind, ist die Sonne dann hinter dem Hügel gerade untergegangen. Wir haben dann einen super Ankerplatz gehabt für die Nacht und es war trotz der starken Windböen eine ruhige Nacht für uns beide. Porto Carguillo sind wir gestern um 19:30 Uhr eingelaufen und haben abseits von den anderen geankert, weil sehr starke Fallböen waren, bis zu 35 Knoten. Und da ist es mir lieber, Abstand von anderen Booten zu haben. Man weiß nie, wie die geankert haben. Wer sehen will, wie es im Lakonischen Golf aussieht und ob wir von diesem Schiff auf dem Weg nach Elafonisi gerammt werden, sollte den Abo-Button drücken und die Glocke aktivieren.